Willkommen zu diesem Spezial zum Super Mario Maker 2 Ninja Speedrun und falls ihr endlich die 20-Sekunden-Marke knacken oder vielleicht sogar ganz vorne in den besten Listen mitmischen wollt, dann gut aufgepasst, denn mit den nachfolgenden Tricks kann jeder zum Speedrunner werden. Los geht's! Das Offensichtliche gleich mal vorneweg. In einem Level, das es dem Spieler erlaubt, unterschiedliche Wege zu gehen, sind manche davon schlicht langsamer als andere, egal wie sehr man sich anstrengt. In rollende Schneebälle zum Beispiel führt der schnellste Weg ganz oben über das Level. Warum, das klären wir gleich genauer. Es hat aber damit zu tun, dass es dort die wenigsten Hindernisse und die meisten Abhänge gibt. Je früher man die maximale Renngeschwindigkeit erreicht, desto schneller ist man insgesamt, ist ja klar. Aber wie kann ich sie denn nun so schnell wie möglich erreichen? Steuerkreuz und Spurtknopf voll durchdrücken und fertig? Nicht ganz. Es gibt dabei eine kleine Sache zu beachten. Die Beschleunigung in der Luft ist nämlich minimal kleiner als am Boden, weshalb man während der Beschleunigungsphase Sprünge so gut es geht vermeiden sollte. Am Beispiel von rollende Schneebälle sieht es dann so aus, dass man an den Stellen, an denen es sich nicht vermeiden lässt zu springen, diese so kurz und flach wie möglich hält, um zum jeweils frühesten Zeitpunkt wieder Boden unter den Füßen zu haben. Natürlich gilt das sowohl für die Landung als auch für den Absprung. Abhänge? Prima, man drückt einfach nach unten, fängt an zu rutschen und kriegt einen ordentlichen Geschwindigkeitsboost. Aber auch das ist wieder nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. In Mario Maker hat man nämlich die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Arten von Abhängen, die sanften Abhänge und die steilen Abhänge. Nun ist es tatsächlich so, dass es schneller ist, auf den sanften Abhängen zu rutschen und auf den steilen Abhängen zu rennen. Warum das so ist, lässt sich nicht wirklich erklären, das Spiel ist halt einfach so programmiert. Beschwert euch bei Nintendo. In der Praxis sieht das dann so aus. Um vom Rutschen wieder ins Laufen überzugehen, reicht es übrigens, wenn man einmal kurz nach oben drückt. Die Ninjas repräsentieren die Bestzeiten anderer Spieler aus aller Welt. Gegen welche Zeiten ihr antretet, hängt von eurer eigenen aktuellen Bestzeit ab. Ein paar davon sind immer welche, die ganz knapp vor euch liegen und auf die solltet ihr euch am allermeisten konzentrieren. Schaut euch ihre Bewegungen an und lernt, was ihr besser machen könnt. Besonders praktisch ist, dass man auf Anhieb genau sieht, an welchen Stellen man langsamer ist als die anderen. Wenn ich mir die Ninjas aber eine Weile angeschaut habe, dann stelle ich sie gerne aus, damit mein eigener Charakter besser zu sehen ist. Hier noch ein paar spezielle Tipps zu Stellen, mit denen ich anfangs zu kämpfen hatte oder kleine Optimierungen, die ich sonst nirgendwo unterbringen konnte. Der Sprung über die Schneepokis hier gelingt am einfachsten, wenn ihr so spät wie möglich vom Fragezeichenblock abspringt und dann den Sprungknopf gedrückt lasst. Achtet dabei jedoch darauf, möglichst früh wieder auf dem Boden zu landen, um den nächsten kleinen Trick hier ausführen zu können. Versucht hier zu springen, den Schneeball nach vorne zu stoßen und dabei so knapp an der Kante vorbeizuspringen wie möglich. Der Grund dafür ist, dass durch den Sprung schon mal etwas Fallgeschwindigkeit aufgebaut wird und man so schneller wieder auf dem Boden landet, als wenn man einfach nur über die Kante läuft. Man landet so also früher auf dem sanften Abhang und kann sich dadurch mehr von ihm zunutze machen. Zum Abschluss noch ein Trick, der unabdingbar ist, wenn man den Weltrekord aufstellen möchte, der aber sehr viel Übung braucht und auch ziemlich technisch ist. Der sogenannte Corner Boost. Wenn man es schafft, genau in die Ecke eines Blocks zu springen, ohne ihn dabei zu zerbrechen und ohne zu weit davon entfernt zu sein, dann drückt die Kollisionsabfrage des Blockes den Charakter um einige wenige Pixel nach vorne. Das macht so gut wie überhaupt nichts aus, aber es macht eben was aus, wenn man die letzten Tausendstel Sekunden schneller sein will. Das eigentliche Problem ist allerdings, nach diesem Trick zurück nach oben zu kommen. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere mitnehmen und habt Spaß dabei, es im Ninja Speedrun umzusetzen. Bis dann, Leute. Ciao.